Heute habe ich ein sehr interessantes Video für euch, passend zu der Jahreszeit. Und wenn ich Jahreszeit sage, dann habe ich schon einer dieser Gründe für das langsame Laden schon verraten. Allerdings wird es in diesem Video sehr viele Tipps geben, auch für die erfahrenen und fortgeschrittenen Elektroautofahrer. Deswegen auf jeden Fall bis zum Ende bleiben. Da werden einige Sachen im Video drin sein, die ihr definitiv noch nicht gehört habt. Einige dieser Gründe sind natürlich auch technischer Natur. Wie immer auf diesem Kanal schauen wir auch hinter den Kulissen, aber keine Angst, ich werde das sehr gut detailliert erklären. Einige dieser Gründe werdet ihr wahrscheinlich nirgendwo im Internet erfahren, sondern nur, wenn ihr euch die technischen Details von den Ladestationen anschaut. Wir fangen direkt an mit den Informationen für die Anfänger und dann steigen wir uns sukzessive, bis wir auch die Profis erreicht haben. Der erste Grund ist wie immer die Ladekurve. Wenn ihr ein Prospekt liest oder irgendwo eine Werbung für eine Ladeleistung von einem Elektrofahrzeug, da wird normalerweise die maximale Ladeleistung in Kilowatt angegeben, nicht Kilowattstunden, Kilowatt. Das ist aber nur die maximale Ladeleistung. Bei den meisten Fahrzeugen ist das unterschiedlich, deswegen gibt es auch keine Regel, bei welcher Restkapazität der Batterie, also State of Charge, SO 10%, also bei welchen Prozenten diese maximale Ladeleistung erreicht wird. Denn es gibt eine sogenannte Ladekurve und die ist bei allen Fahrzeugen, wie ihr seht, unterschiedlich. Und die ist sehr, sehr unterschiedlich. Und die kann auch verschoben werden. Also wenn ein Fahrzeug nur mit 10% die maximale Ladeleistung erreicht, kann ein anderes Fahrzeug die Ladekurve verschieben und sogar mit 50 oder 70% die maximale Ladeleistung erreichen und dann abfallen. Deswegen für euch wichtig zu erfahren, wie sieht eure Ladekurve aus, und am besten nehmt euch auch einige Screenshots von den Bildschirmen, wenn ihr irgendwo an einer Ladestation seid, wo es auch eine Ladekurve gibt, wie zum Beispiel hier an den Alpitronic-Ladestationen. Und dort könnt ihr auch sehen, was der Schnitt ist. Wichtig für euch zu wissen, was ist mein Schnitt in Kilowatt von 10 auf 80%. Das nehmt ihr als Referenzwert, vielleicht im Sommer. Und im Winter und im Herbst bei kälteren Temperaturen kann es natürlich vorkommen, dass die Ladeleistung ein bisschen abfällt und die Ladekurve ein bisschen abflacht. Und sobald ihr ein bisschen mehr Elektroauto-Erfahrung gesammelt habt, dann könnt ihr auch die Zeiten und die Ladekurven und die Schnitte zwischen 10 und 50% messen und dann 50 bis 80%, und dann werdet ihr die optimale Ladekurve für euer Fahrzeug finden und dann auf der Langstrecke ein bisschen schneller sein. Denn es kann unter Umständen auch sinnvoll sein, nicht bis 80% zu laden. Und da wir auch die Jahreszeit am Anfang erwähnt haben, kommen wir natürlich zum zweiten Grund. Das ist die Batterietemperatur. Das ist einer der Gründe, weshalb die Ladeleistung nicht optimal ist. Jeder Hersteller und jede Batterie und jeder Batterietyp sind unterschiedlich, und um die maximale Ladeleistung zu erreichen, muss die Batterie in einem Batterietemperaturfenster sich bewegen. Und das ist bei fast allen Fahrzeugen unterschiedlich, zum Beispiel bei Tesla, bei Model 3, Model Y, bei den NMC-Batterien, aber auch teilweise bei LFP-Batterien will Tesla die Batterien für die optimale Ladeleistung sehr heiß haben. Also teilweise bei NMC, NCA bis zu 50 Grad, 45 Grad mindestens, im Sommer vielleicht 40 Grad und bei LFP auch um die 35, 40, 45 Grad. Das ist sehr hoch. Andere Marken und andere Hersteller gehen auch mit niedrigeren Temperaturen zufrieden. Zum Beispiel bei Kia, Hyundai die 800 Volt Autos. Da kann man schon mit 25, 30 Grad ist dort die optimale Temperatur. Und wenn es zu heiß wird, dann muss es wieder gekühlt werden. Und das ist einer der Gründe, weshalb das Elektrofahrzeug auch ein bisschen langsamer lädt. Und jetzt gibt noch einen Punkt, natürlich die sogenannte Batteriekonditionierung. Allerdings müsst ihr auch hier beachten, dass diese Batteriekonditionierung nicht sehr schnell ist. Bei den meisten Fahrzeugen dauert es 30 bis eine Stunde, und ich habe tatsächlich in einem Video getestet und gemessen und auch ausgerechnet, dass die Batteriekonditionierung in den wenigsten Fällen Sinn ergibt, denn die Kilowattstunden, die ihr dafür verbraucht, um diese Batterie auf die Temperatur zu bringen, müsst ihr nachher nochmal nachladen. Und die Differenz zwischen, wenn ihr jetzt ein bisschen langsamer lädt, aber weniger Kilowattstunden für die gleiche Menge, und ein bisschen schneller lädt, aber da müsst ihr ein bisschen mehr Kilowattstunden, ist in den meisten Fällen, also für 95% der Fahrzeuge, ist diese Rechnung eine Nullrechnung, und in einigen Fällen ist das sogar eine Minusrechnung. Also die Vorkonditionierung bringt euch Nachteile. Wie gesagt, das ist alles in diesem Video erklärt.
Das werde ich jetzt nicht nochmal besprechen, könnt ihr euch nachher im Video anschauen. Und da erkläre ich auch, in welchen Bedingungen die Vorkonditionierung schon Sinn ergeben kann und in welchen nicht. Aber wie gesagt, das ist einer der Gründe, die Batterietemperatur, und ihr müsst natürlich auch für euer Fahrzeug wissen, was ist meine optimale Temperatur und was ist meine optimale Ladekurve. Dirk Hennings hat in diesem Video, was ich auch für die Berechnungen in meinem Video genommen habe, für die Kia, Hyundai und die 800 Volt Autos auch sehr detailliert erklärt, mit welcher Zellentemperatur welche Ladeleistung zu erwarten ist. Und da könnt ihr euch, wenn ihr ein Kia, Hyundai oder irgendeinen 800 Volt Kurana habt, dann könnt ihr euch da schlau machen. Und wenn ihr euch schlau gemacht habt, dann könnt ihr für jede Situation dann ausrechnen, wie viel Kilowattstunden und wie lange das dauern wird, beim freundlichen KI eures Vertrauens oder einfach mit dem Taschenrechner. Aber nicht vergessen, die Kilowattstunden immer mit Ladeverlusten direkt von der Säule und nicht das, was im Auto ankommt, denn nur somit könnt ihr auch die Ladezeit berechnen. Und für alle Zuschauer, die auch die Air Electric App nutzen, ihr könnt auch in der App, wir haben auch eine solche Funktion, wo ihr verschiedene Fahrzeuge hinterlegen könnt. Auch wenn das Fahrzeug in der Liste ist, könnt ihr auch verschiedene Varianten hinterlegen, zum Beispiel Elektrofahrzeug X mit kalter und mit warmer Batterie, 2 Varianten, und dort gibt ihr die verschiedene DC-Ladegeschwindigkeit im Schnitt von, sagen wir mal, 10 bis 80%, und dann, wenn ihr an der Ladesäule steht, dann könnt ihr ganz schnell wechseln, je nachdem, ob das Fahrzeug jetzt vorkonditioniert wurde oder nicht, oder ob die Batterie warm ist oder nicht. Dann könnt ihr ausrechnen, wie lange der Ladevorgang dauern wird. Und natürlich, was würde das kosten? Denn teilweise kostet es unterschiedlich, je nachdem, ob die Batterie kalt ist oder warm ist, denn es gibt auch teilweise auch Minutenzuschläge. Das als heißer Tipp für alle, die schlau sind und die Air Electric App benutzen, um Preise zu vergleichen, Ad-Hoc-Preise zu finden und natürlich Routenplanung, alles kostenlos. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung zum Download. Wir haben uns die Gründe für das langsame Laden im Auto angeschaut. Jetzt schauen wir uns die Gründe für das langsame Laden an der Ladestation und von der Ladestation selbst. Denn da wird es sehr interessant und sehr unterschiedlich. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Gründe. Und an dieser Stelle wird es schon ein bisschen fortgeschrittener. Einige dieser Gründe werdet ihr wahrscheinlich schon kennen, aber einige wahrscheinlich nicht. Denn einige der Gründe sind nicht direkt auf der Hand. Der erste Grund zum Beispiel ist die Limitierung durch das Kabel. Wenn das Kabel nur 200 Ampere hat und euer Fahrzeug vielleicht 350 oder 400 Volt Auto ist, dann bekommt ihr an der Ladestation nur 75, 80 kW. Das ist einfach die Limitierung vom Kabel. Das ist dieselbe Limitierung, die euch auch nur 50 kW an den DC 50 kW Ladestationen gibt, denn dort sind 125 Ampere Kabel verbaut. Und wenn diese Kabel auch nicht wassergekühlt sind, dann kann es auch sein, dass die Ladeleistung auch nicht erreicht wird, je nachdem, wie die Konfiguration von der Ladestation ist. Wie könnt ihr das erfahren? Also in der Air Electric App und über die Going Electric Daten, da sind auch diese Unterschiede auch dargestellt, indem ihr auch 75 kW seht. Teilweise bei EnBW ist das der Fall, wenn die Ladestation an einem Burger King liegt. Nicht immer, aber das war früher die Regel. Aber ihr müsst tatsächlich gucken, ist die Ladestation eine 75 kW Ladestation, und das ist wie gesagt in Air Electric richtig gelistet, weil das die Community ist und das wird auch von der Community gepflegt. Aber wenn das in eurem Fahrzeug angezeigt wird, dann wird manchmal auch die Datenlage ein bisschen falsch sein. Und die Ladestation von außen sieht fast identisch zu den anderen Ladestationen. Der einzige Unterschied ist, dass das Kabel ein bisschen dünner ist und ein bisschen leichter. Das könnt ihr aber nur an der Ladestation erfahren. Also wenn ihr seht, ich kann hier mit 80 kW laden, kann es daran liegen, dass das Kabel nur auf 200 Ampere limitiert ist, und das seht ihr auch an dem Kabel. Wir bleiben immer noch bei der Ladestation, denn in der Ladestation gibt es auch die sogenannten Power Stacks, die in verschiedenen Konfigurationen aufgeteilt sind und von dem Betreiber der Ladesäule auch verschieden konfiguriert sind. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel 4 Power Stacks, und je nachdem, wie viel Kilowatt ein Power Stack zur Verfügung stellt, dann kann es auch sein, dass die Ladeleistung auf 2 aufgeteilt wird oder unterschiedlich aufgeteilt wird, und je nachdem, wie dieser Power Stack aufgebaut ist, dann kann es auch sein,
dass die Ladeleistung nur auf 60 kW pro Powerstack begrenzt ist. Das habe ich euch in diesem Video gezeigt, als Ionity großzügig eine PR-Mitteilung geschickt hat, dass die Ladeleistung aufgestockt wird. Anhand von den Powersticks haben wir aber gesehen, dass die Ladeleistung tatsächlich reduziert wurde auf maximal 120 kW pro Ladestation, wenn alle Ladestationen an dem Standort besetzt sind. Und das ist ja auch ein weiterer Punkt, was ich in diesem Video besprochen habe, denn das ist auch sehr wichtig zu wissen, denn wenn der Ladepark auch von allen Fahrzeugen belegt ist, dann kann es auch sein, dass die Ladeleistung gedrosselt wird. Denn es gibt auch einen anderen Grund, der viele Autofahrer überhaupt nicht kennen, und das ist natürlich der Preis und die Kosten für den Betrieb von diesem Ladepark. Und der hängt tatsächlich auch davon ab, wie viel kW Ladeleistung alle 15 Minuten oder pro 15 Minuten abgerufen werden. Und pro 15 Minuten Kilowattleistung wird ein bestimmten Preis in Rechnung gestellt. Und je nachdem, wie viel die Kilowattleistung ist, im Maximum für diese 15 Minuten, kann die Rechnung sehr hoch sein. Ich habe hier einen Screenshot von einem Facebook-Nutzer, der sich auch damit beschäftigt hat, und der kennt ungefähr die Preise. Die sind natürlich unterschiedlich von Standort zu Standort, von Stadtwerken zu Stadtwerken. Aber es kann ja auch sein, und das habe ich auch in mehreren Pfalzwerke-Standorte gesehen, wenn die Ladestation und der Ladepark total komplett ausgelastet ist, dann wird die komplette Ladeleistung vom Ladepark reduziert auf eine bestimmte kW-Ladeleistung, wo der Ladeparkbetreiber einfach gesagt hat, das können wir uns leisten, mehr nicht. Und dann wird die Ladeleistung auf 40 oder 60 kW pro Ladestation begrenzt. Und das ist natürlich auch ein weiterer Grund, weshalb die Ladestation nicht die volle Ladeleistung abgibt, wenn sehr viele Fahrzeuge an diesem Standort gleichzeitig laden. Und das hat auch der Car-Maniac in diesem Video auch gespürt und gesehen, dass die Ladeleistung auf 80 kW begrenzt wurde. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich sage, dass 800 Volt mehr Schein als Sein ist, denn die Ladestationbetreiber haben überhaupt kein Interesse, dass euch die volle Ladeleistung zur Verfügung stellt, weil dann die Kosten auch steigen. Und genau aus diesem Grund, Kostenreduzierung, wird auch mittlerweile ein anderen Typ Ladestationen eingesetzt von ADS Tech Energy Solutions. Das werden jetzt bei Müller sehr viele Schnelllader gebaut. Die haben eine Partnerschaft mit ADS Tech aus Spanien. Und die Besonderheit von diesen Speichern ist, dass die auch dort angesetzt werden können, wo hohe Kilowattleistung nicht zur Verfügung steht, zum Beispiel irgendwo in einem Wohngebiet, wo die Leistung nicht verfügbar ist. Oder man kann auch die Ladestationen auch dort ansetzen, wo die Kilowatt-Ladeleistung zur Verfügung steht von den Stadtwerken. Allerdings will man die Kosten optimieren, indem man eine maximale Ladeleistung vom Netz reduziert. Wie wird das gemacht? Das ist eigentlich sehr schlau. Es wird einfach zusätzlich zu der Ladestation noch einen verbauten Speicher. Je nachdem, wie groß die Ladestation ist, ungefähr 200 Kilowattstunden ist der Standard bei ADS Tech. Das heißt, wenn der Speicher voll ist, dann kann auch die volle Ladeleistung abgerufen werden. Kommt aber ein Fahrzeug nach und der Speicher ist schon leer, dann wird die maximale Ladeleistung vom Netz geholt, und wenn der CPO, also Müller oder wer auch immer der Ladesäulenbetreiber sagt, wir können uns nur 50 kW leisten, weil das, sagen wir mal, 50.000 Euro im Jahr kostet, dann wird die Ladeleistung auf 50 kW begrenzt, auch wenn die Ladestation irgendwo als 200 kW deklariert ist. Das ist ein Punkt, der viele auch erfahrene Elektroautofahrer nicht kennen. Das erkennt ihr sehr oft an der Größe von der Ladestation, denn die ist sehr groß, sehr dickformig, denn dort wird natürlich auch der Speicher hausiert und dort wird man auch diesen Speicher sehen. Weiterer Vorteil von diesen Ladestationen ist natürlich, dass man auch von der Nebenzeit profitieren kann. Das heißt, der Speicher kann sich auffüllen, wenn der Strom sehr günstig ist, zum Beispiel in der Nacht oder in der Nebenzeit. Und dann, wenn er sich aufgefüllt hat, dann kann er in der Spitzenzeit entladen werden, und dann ist eine Kostenreduzierung für den Betreiber, der die Kilowattstunden teurer verkauft als eingekauft hat, deutlich teurer. Wie ihr seht, diese Ladestationen haben auch ihre Berechtigung und sind sehr sinnvoll, allerdings interessiert das den Elektrofahrer überhaupt nicht, wenn er ankommt und der Speicher schon leer ist. Und das ist mir tatsächlich an so einer Ladestation passiert. Damals gab es ein Fahrzeug, das neben mir geladen hat,
hat aufgehört zu laden. Das war, glaube ich, so ein ENIAC, der hat mindestens 60 Kilowattstunden nachgeladen und dann war der Speicher wahrscheinlich schon mal leer und dann konnte ich nur mit 60 oder 80 kW laden, auch wenn er nicht komplett leer war. Vielleicht war nur ein Restteil da und da konnte ich nur, sagen wir mal, 20 Kilowatt Leistung von dem Speicher abrufen und noch 60 vom Netz. Und genau solche Geschichten sind sehr interessant, auch für die Fortgeschrittenen von euch, denn vieles davon wird man nur erfahren, wenn man auch in den jeweiligen Datenblätter von den Ladestationen reinschaut. Also wenn ihr jetzt so einen Ladespeicher seht, zum Beispiel bei Müller, dann wundert euch nicht, wenn ihr nur 60 oder 50 kW bekommt. Denselben Ansatz verfolgt auch Tesla an einigen Ladestationen, wie zum Beispiel in Kroatien, wo die Ladeleistung vom Netzbetreiber nicht gegeben wird. Da gibt es die sogenannten Megapacks und dort ist genau dasselbe Prinzip. Wenn die Ladestation nicht im Betrieb ist, dann wird der Speicher aufgeladen, vielleicht in der Nebenzeit und dann wird die Ladeleistung entnommen, wenn das Fahrzeug dann lädt. Allerdings, wie auch bei ADS Tech, wenn der Speicher leer ist, dann bekommt man nur 60 bis 80 kW. Einige andere Besonderheiten bei den Superchargern und weshalb dort einige Fahrzeuge langsam laden, zum Beispiel die 800 Volt Fahrzeuge. Mercedes CLA zum Beispiel kann überhaupt nicht dort laden. Erst ab 2026 kommt ein neues Modell, ein Refresh. Da wird eine Lösung angeboten, auch für die 400 Volt Schnelllader. V4 wird aufgestockt auf 1000 Volt, aber momentan sind das nur 400 bis 500 Volt Schnelllader und dort können 800 Volt Autos entweder gar nicht laden, wie die Mercedes CLA, oder sehr langsam laden, wie die Hyundai Ioniq und EV6. Die können maximal 80 bis 120 kW, glaube ich, habe ich gesehen, weil die Bordelektronik von dem Hyundai das nicht hergibt. Und bei den Supercharger müsst ihr auch etwas beachten. Die alten V2 Supercharger, das erkennt ihr an den zwei Steckern. Einmal sogenannten Typ 2 vom Supercharger Typ, der für die alten Model S und Model X gedacht ist. Da könnt ihr natürlich nicht laden, ihr braucht ein CCS und dieser CCS kann nur 120 bis 150 kW laden und zusätzlich, wenn zwei Stalls nebeneinander verwendet werden, dann teilt sich die Ladeleistung auf jeweils 60 oder 80 kW, nachdem das der sehr alte ist oder die neueren 150 kW. Also dort auf jeden Fall vermeiden, dass ihr nebeneinander steht und dasselbe auch an V3 und V4 vermeiden, denn auch dort wird die Ladeleistung aufgeteilt. Allerdings wird dort in 4 Blöcke aufgeteilt. Das heißt, wenn ihr seht, hier 4 Ladestationen nebeneinander sind schon voll oder 2 sind voll, geht auf jeden Fall am besten irgendwo auf der anderen Seite oder vielleicht 2, 3 Ladestationen weiter, denn wenn ihr euch dahin stellt, wo die Fahrzeuge nebeneinander sind, dann kann es auch sein, dass ihr nur geringe Ladeleistung erhält, obwohl der Ladepark ansonsten leer ist. Das ist bei den Superchargern auch sehr wichtig. Und bei den Superchargern V4, aber auch teilweise V3, aber insbesondere V4, gibt es ein Problem, dass wenn der Temperatursensor kaputt ist, die Ladeleistung auf 30 bis 40 kW reduziert wird. Und das kommt sehr oft vor. Es gibt immer noch Fragen, wieso bekomme ich nur 30, 40 kW? Es liegt an dem Kabel und an der Ladestation. Wenn ihr bei 10 oder 20% 30 kW seht, dann könnt ihr direkt abstöpseln und einen anderen Lader ausprobieren. Es liegt definitiv an der Ladestation. Das ist mir auch sehr oft passiert. Meistens auch an V4, aber ich habe gelesen, dass auch an V3 Supercharger vorkommen kann. Wie ihr seht, teilweise sind die Gründe auch etwas komplexer und teilweise sind die Gründe auch sehr trivial, wie zum Beispiel Temperatur oder die Ladekurve. Mit der Zeit werdet ihr euch auskennen und wenn ihr auch die Aero Electric App installiert habt, dann könnt ihr auch dort nach V3, V4 filtern, müsst ihr nicht am V2 Supercharger laden und ihr seht auch dort in den Bildern, was das für ein Lader ist und dann könnt ihr auch später die verschiedenen Lader erkennen, zum Beispiel diese ADS Tech Lader, die sieht man auch an den Bildern in der App und dort seht ihr, das ist ein Lader mit Speicher. Da könnt ihr euch überlegen, lade ich dort und wenn ich irgendwo auf Reise bin und ich muss jetzt schnell laden, das würde ich jetzt nicht unbedingt riskieren, dass der Speicher dann leer ist
und würde direkt dorthin fahren, wo ich sicher 100 oder 150, 200, 300 kW bekommen kann. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Teilt das Video gerne mit Bekannten, die immer noch fragen, wieso lade ich so langsam, und immer wenn irgendwelche Fragen auftauchen in irgendwelche Foren oder auf Facebook, teilt gerne das Video. Einen Daumen hoch, Abo nicht vergessen und schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob ich vielleicht einen Grund vergessen habe. Bis zum nächsten Mal.